Hi, ich bin Biggie und ich lebe in Texas und zeige euch mein Leben hier. Ihr kennt sicherlich Elon Musk und habt davon gehört, dass er seine Firmensitze von Kalifornien nach Texas verlegt. Der Hauptsitz von Tesla ist zum Beispiel hier in Austin. Und von Twitter, jetzt X, wird der Hauptsitz in eine Kleinstadt in Texas nach Bastrop verlegt. Und dort sind wir hingefahren und haben uns die Weihnachtsparade angeschaut. Viel Spaß im aktuellen Video. Bastrop liegt im Südosten von Austin und man ist circa eine Stunde mit dem Auto unterwegs, um in die Kleinstadt zu kommen. Bastrop hat an der Hauptstraße in Downtown noch sehr viele historische Gebäude, die sehr gut erhalten sind, und dort fand auch die Parade statt. Wir gehen jetzt zur Hauptstraße und gucken uns die Weihnachtsparade an, und das Krasse ist, die Leute sind hier echt alle mit Campingstuhl, haben sich wahrscheinlich schon vor Stunden gemütlich gemacht. Die Stadt war weihnachtlich geschmückt mit Lichtern in den Bäumen, und dann ging es auch schon los. Die Weihnachtsparade in Bastrop zählt zu einer der beliebtesten in Texas. Dieses Jahr waren es sogar über 150 Wagen, die durch die Straße fuhren. Congratulations on your title. Yeah. You gotta be careful. You gotta pay attention. So be sure to look into them and put in the right Hospital. We got a skateboard. We got a little golf cart. City of Bastrop, float. I'm gonna need y'all to get your groove on. There's some people. City manager Sylvia Pereira. In office about 9 years. The Woman of the Year, Maria Montoya. And for those of y'all who don't know, she has been responsible. She now is last year as Man of the Year for the fight. Thank you, Bastrop, for looking at the party. Jamboree Club. Second runner-up, Haley. Yes, that's a beautiful float. I really like that right there. Elgin Automotive. Looking for a white Merry Christmas. Yes, they are. Here. Crank it up, Eagles. Crank it up and youth. So coming up is float number 31. Natürlich darf auch der Spielmannszug nicht fehlen. Aber lasst die Atmosphäre einfach mal auf euch wirken und verratet mir dann in den Kommentaren, welches euer Lieblingswagen ist. Alright, and the next one coming up is Bastrop Corporation. Oh, and there it is right there, y'all. There's the Grinch. I was looking for him. I'm satisfied. Wir sind während der Parade die Straße hochgelaufen, um nochmal einen weiteren Eindruck von der Stadt zu bekommen und die Parade von einer anderen Perspektive zu sehen. If you see this vehicle around town, you can go. Wir haben die Parade etwas früher verlassen, sodass wir dem bevorstehenden Verkehrschaos aus dem Weg gehen konnten, denn da waren so viele Menschen, dass sie wahrscheinlich mindestens eine Stunde im Stau gesteckt hätten, nur um aus der Stadt rauszukommen. Und auf dem Weg nach Hause sind wir dann wirklich sprichwörtlich gegen eine Nebelwand gefahren,
Wir hatten stellenweise nur noch ungefähr 20 Meter Sicht. So krass war das mit dem Nebel. Ja, überall Nebel. Jetzt kannst du. Aber coole Stimmung hier mit der Deko. Um noch mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen, sind wir in den Norden von Austin gefahren, in die kleine Stadt Georgetown. Die ist nämlich auch sehr, sehr bekannt für ihre Weihnachtsdeko. Wir schauen uns hier die Weihnachtsbeleuchtung an, weil die wunderschön sein soll. Und, ganz ehrlich, dem ist wirklich so. Ist echt toll hier. Hat so richtig schöne Kleinstadt-Charakter, Vibe-Feeling. Wie ich immer sage, wie im Film, ne? Und alles ist richtig schön beleuchtet. Die Bäume, da haben die natürlich einen großen Weihnachtsbaum, dann das Rathaus. Aber das werdet ihr gleich alles selber sehen. In Georgetown hatten wir wirklich richtige Winter-Weihnachtsstimmung, denn an dem Tag war es bitter, bitter kalt für texanische Verhältnisse. Ich glaube, es hatte nur 5 Grad. Wie ihr sehen könnt, waren wir warm eingemummelt mit Mütze, Handschuhe und Stiefel. Takes its toll on the body. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke aus den kleinen Städten in Texas gefallen. Dann seid jetzt gespannt, denn wir haben uns ein paar Tage in Houston gegönnt, um mal den Kontrast zu einer der größten Städte in den USA zu sehen. Da sind wir durch eine der reichsten Gegenden in Houston gefahren und guckt euch an, wie krass dort die Villen dekoriert sind. Wie anfangs schon erwähnt, haben wir uns ein paar Tage in Houston gegönnt, um mal ein bisschen wegzukommen von dem ganzen Weihnachtsstress. Und was soll ich sagen? Diese Stadt kann einfach Weihnachten. Abends wurde die Stadt zu einem wahren Lichtermeer. Aber wir hatten etwas ganz Bestimmtes im Sinn. Wir wollten nämlich in das Viertel River Oaks, denn dort stehen riesig große Villen und die sind besonders zur Weihnachtszeit unglaublich schön geschmückt. Lasst das einfach mal auf euch wirken.
in Texas von einer Stadt zur nächsten Stadt fährt, begegnet man fast immer einer der größten Tankstellen der Welt, Buc-ee's. Und da sind wir natürlich auch hin und haben uns die Weihnachtskollektion angeschaut. Wenn man schon auf der Autobahn fährt, darf ein Besuch bei Buc-ee's natürlich nie fehlen, sofern es auf der Strecke liegt. In Texas liegt ja irgendwie immer ein Buc-ee's auf dem Weg. Bei dieser riesigen Tankstelle darf es natürlich auch zur Weihnachtszeit nicht an den passenden Produkten mit Buc-ee's Logo fehlen. Deswegen habe ich für euch ein bisschen mitgefilmt, um euch zu zeigen, wie dieses Jahr das Weihnachtspapier aussieht oder die gemütliche Kuscheldecke. Und für die ganz großen Fans gibt es natürlich auch genug Dekoration für den hauseigenen Weihnachtsbaum. Und wenn man genau den richtigen Zeitpunkt trifft, dann kann man sogar das Buc-ee's Maskottchen in lebensgroß treffen, um Fotos damit zu machen. Falls ihr noch mehr Weihnachtseindrücke sehen wollt, schaut euch unser voriges Video an, denn da sind wir über eine Rennstrecke gefahren.